Alrighty then, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir sind auf W51 und jetzt will ich mir mal einen Tag später als ursprünglich geplant grob mal kurz die Anhänger angucken und die Players to Watch, wenn wir uns angucken. Ja, also wir machen hier keine mega fette Analyse, dafür habe ich auch nicht die Zeit leider, aber ich habe auch nur mal an Tag 2 kurz reingeguckt. Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Ende Tag 3 habe ich auch kurz reingeschaut und heute habe ich noch gar nicht reingeguckt. Sanguin habe ich zuletzt gesucht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Sanguin. Yuga, dein Kommentar auf meinem letzten Video habe ich nicht ganz verstanden, weil du hattest dich nicht beworben. Also nicht so, wie du dich bewerben solltest zumindest. Ja. Und was sehen wir denn? Wir haben 2 Spieler über Level 200 an Tag 4. Damit können wir schon mal ganz grob sagen, ist schlechter der Server zum Serverstart trotz des relativ großen Events und den doppelten Pilzpaketen als einige andere Server, die zuvor gestartet sind. Wir haben auch, naja, vielleicht knapp 30 Leute über Level 100 nach Tag 4. Klar, heute ist bei einigen vielleicht nicht viel gegangen, aber dennoch muss man dazu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Erstens, W50 war ja schon sehr stark gespielt. Zweitens, die Spieler, die jetzt über 200 sind, mussten auch viel Geld investieren. Beziehungsweise auch einige Spieler, die jetzt hier so dazwischen sind, haben auch viel Geld investiert. Deshalb dürfen wir das nicht schlecht schätzen. Aber es ist ein guter Fight. Hier sind wohl einige deutsche und nicht deutsche Spieler kämpfen um die besten Platzierungen. Maniac, Mellow Yellow sind die Levelhöchsten. Mellow Yellow Kundschafter hatten Design so ein bisschen ähnlich wie Dreamscape. Bei Carpe Diem, also Carpe Diem ganz klar hier vorne mit dabei als Gilde. Maniac ist bei Emerici, würde ich es jetzt mal nennen, oder so, Emerzi vielleicht auch dabei. Da sind auch ein paar andere Spieler dabei. Ist das der? YouTube? Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich so eine Konkurrenzgilde aus Polen, möglicherweise. Hat sich gerade auch hochgekämpft, weil er weiß, dass ich Video mache. Und er bewirbt sogar Symptoms YouTube-Channel. Ja, Symptom ist einer, der auch viel geballert hat an einigen Bereichen in Shakes and Fidget. Und ja, auf jeden Fall, glaube ich, eine polnische Gilde. Die scheinen sich hier zu bekämpfen. Was man auch sagen muss, dass es interessant ist, weil Maniac ist ja ein Berserker. Und Mellow Yellow ist sogar ein Deutscher und als Kundschafter trotzdem besser unterwegs vom Level. Ja, also spendbare Pilze würden mich dezent interessieren. Was haben wir noch? Tox 165, glaube ich, der dritthöchste im Moment als Druide. Nahet als Druide auch dabei. Druiden also gut vertreten im Verhältnis oben. Dann haben wir noch ein paar andere Berserker auf 139, 130. 122. Dann kommt noch eine andere Kundschaft, der George zum Beispiel, aus der Gilde Brat. Also hier lese ich Bratwurst. Wursto. George jest nicht hafte operano die Idioti. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich finde es irgendwie witzig. Und was haben wir noch? Lups habe ich hier unten noch auf 138 als Berserker. Den vorne dabei. Master Age als Kundschafter auf 128 auch dabei. Dann haben wir hier noch einen Berserker Yivu. Und ja, Kampfmagier haben wir hier oben dabei. Also die Kampfmagier, wenn die so weiterspielen, ja, dann können die in der Ehrenhalle langfristig was reißen. Hier Yuki, Kaizo, Teaz nicht von Carpe Diem, also auch nicht einzeln vertreten. Da haben wir einen Assassin hier oben auf 108. Dann einen Liebesbrief auf 90 oder auf Level 90. Liebe Minister, lang ist es ja, aber nun ist wieder Zeit. Ich hoffe, er wird dir gefallen. Sorry, das ist jetzt off-topic, aber wenn man einfach objektiv liest, liebe Melissa, lang ist es ja, aber nun ist es wieder Zeit. Ich hoffe, er wird dir gefallen. Und wenn man das mal ein bisschen zweideutig sieht, dann ist das schon sehr awkward irgendwie. Ja, Magier haben wir hier. Killer Pinguin 124. Tür auf 103. Tür übrigens, glaube ich, Players to Watch dabei. Novoline hier unten noch als Druide. Also, es ist jetzt schon
gut, also wie gesagt, die haben schon viel Geld investiert, aber man merkt den Unterschied halt zu einigen anderen Servern. Und faszinierend ist, ach nee, 70% ist hier, hat er. Okay, dann haben sie nicht viel unterschiedliches SA. 70% scheint so Max zu sein, wenn man auch die Dungeons gemacht hat. Mm, ich finde das jetzt auch nicht sonderlich viel für den 4. Tag, dass man unter 70% ist. Irgendwie, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie es bei anderen Servern war, aber gefühlt dachte ich ein bisschen mehr. Aber gut. Was fehlt denn hier eigentlich? Wen haben wir denn gar nicht gesehen? Griga, Explosion 76, 77 und Demon Hunter. Demon Hunter Aspen 67. Ach, Demagog 80 sogar. Okay. Also als Dämoniker auf Ehrenhalle Basis spielen hätte sich hier wieder gelohnt. Wow. Er ist der beste Demon Hunter. Das stimmt gar nicht mehr. Not up to date, mein lieber Köpel. Ja, Magic Horse 38. Also, aber viele Spieler, ich denke mal, die jetzt hier in dem Levelbereich sind wahrscheinlich auch nicht ganz Free-to-Play. Die haben sich bestimmt Pakete geholt. Also dann kann man auch wieder sagen, dass einige Spieler hier wieder Geld investiert haben. Ja, das ist einfach, ist ja auch okay. Von den Gilden her haben wir schon Emerzi und Carpe Diem gesehen, die Bratwurst hier noch. Sentinels habe ich jetzt öfter gelesen. Wahrscheinlich auch so eine Gilde, die man relativ weit oben sehen kann. Ja, von der Ehrenhalle würde es auch passen. Also, oh. Aber ansonsten ist hier oben alles Carpe Diem mehr, ne? Beobachter kommt jetzt mal. Bollywood kommt jetzt mal. Und wenn, also da könnten Gilden sogar in die Top 5 kommen, die jetzt gar keine krassen Pilze haben, ja. Vladis Dracu haben wir auch noch dabei, irgendwo hier dazwischen. Naja, mal gucken. Also es muss sich ja erstmal entwickeln, das Ganze, ne? Deshalb schauen wir jetzt in die Players to Watch. Wir fangen mit Aerox an. Aerox bei den Sentinels als Druide. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade vorgelesen habe, aber er ist auf jeden Fall oben dabei. Hatte ja den Goldrahmen, den hatte er letztes Mal schon gehabt. No, hat sich schön eingedeckt hier jetzt noch zum Event zuletzt, oder? Hat er Dungeons gemacht, dann Level, dann wäre es nicht ganz aktuell. Oder er hat den Gürtel nicht gefunden zuletzt. Das kann auch sein. Sieht schön aus, 108er. Druide, dann haben wir Esther bei Carpe Diem als Kampfmagier. Ja, Kampfmagier haben wir gesehen. Der ist auch knapp hinter den Top 30. Also mit dem Level ist das schon ganz, ganz gut handelbar. Im Moment auf dem Server auch erst nicht komplett aktuell Full Epic. Kann aber sein, dass das Epic neuer hinzugekommen ist nach einem Dungeon heute oder so. Aber eigentlich, ja, nee, eigentlich ist es schon ziemlich 108 zu 74, schon ein starker Unterschied eigentlich. Vielleicht nicht komplett geblättert jetzt am Event, aber muss ja auch nicht sein. Dann haben wir Karl Marx. Ich feiere es, wie man sich Karl Marx nennen kann irgendwie. Also ist überhaupt nicht schlimm, ne? Also ich finde das, ich wäre nie auf die Idee gekommen, so, das feiere ich. Ja, hier haben wir natürlich jetzt keinen so dezenten Pilzer, würde ich jetzt mal sagen. Durchaus denkbar, dass er auf Free-to-Play glaube ich nicht. Ich weiß, dass andere Spieler hier Free-to-Play spielen bei den Players to Watch und na gut, er ist aber Berserker. Na, man kommt da vielleicht besser durch. Aber ich denke mal, dass hier Pakete geholt wurden. Klar, Tipp wäre, Sammelalbum zu verbessern. Man kann, gerade wenn man jetzt nicht auf Hardcore-Basis spielt, also oben dabei sein will, kann man trotzdem es nicht so hoch haben wie das Level. Ja. Bis 50 definitiv. Da ist ein bisschen was drin. Kann er sich ja mal antun. Killer-Pinguin habe ich letztes Mal, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Spielt hier einen starken Magier. Also anscheinend habe ich habe ja Tür auch drin, die stärksten Magier des Servers hier in den Players to Watch. Das ist auch mal eine Neuheit. Ja, da denke ich mal, wenn man auch relativ, auch ja nicht ganz aktuell mit allen Epics. Finde ich ja sehr interessant. Aber man sieht die Steine. Die Steine sind ein bisschen besser als bei Aerox, aber hat ein höheres Level. Das ist also klar. Naja, spielt hier ein Top-Char auf jeden Fall. Mal gucken, wie langfristig das läuft, aber GZ weiter so. 124er Level. 4157 Intelligenz. Die Mordmaschine könnte schon gefallen sein, oder? Kann ja gerne mal schreiben in die Kommentare, wenn er das mitbekommt. Dann haben wir Luna Melody. Sie ist Free-to-Play-Spiel auf jeden Fall. Hey Luna, grüß dich. Mushroom Spade 0, das ist es. Das brauche ich, die Info. Ich believe das auch. Also es gibt auch
es gibt ja Free-to-Play-Spieler, die trotzdem besser sein können als andere, weil sie halt mehr Erfahrung haben, sie wissen, was man wann zum richtigen Zeitpunkt halt machen muss und investieren halt auch viel Zeit, um zum Beispiel Festung zu farmen und sowas. Deshalb kann ich das Level jetzt nicht bewerten bei Free-to-Play-Spielern, aber schön, wenn es einen Progress gibt. Ja, ich würde mich immer darüber freuen, wenn es einen Progress gibt. Definitiv. Mango Joe. Bei gar keinem Plan. Also der Name ist Programm. Es ist schon stark. Player ID 57, anscheinend auch Free-to-Play unterwegs. Hat hier einen Epic Mid-Slot bekommen. Das ist fett. Das ist auch, doch, das ist älter. Freut er sich bestimmt, wenn er mal einen Stein findet, der gut ist, kann er den gleich einbabbeln. Nice. Auch SA 34% Luna hatte da niedriges. Luna, das ist versucht ein bisschen noch zu machen. Ja, Norbert ist auch Free-to-Play unterwegs. Er spielt bei Revive for Life dazu. Oder damit. Ach, das ist schon wieder schwierig. Aber da ist Luna im Vorteil. Norbert, hier nicht schleifen lassen. Ja, die Dämonenjäger-Gilde, die will ja Raids machen. Da muss noch ein bisschen was kommen. Auch Free-to-Play, möglich. Ocean haben wir jetzt hier dabei. Bei Zombie HD 51. Was ist das für eine Gilde? Oh. Okay. Er ist eigentlich in Carpe Diem. Er spielt hier einen soliden Krieger. Tendenziell sieht man hier schon deutlich andere Werte von den Skills, vom SA, Tränken, hat auch einige Steine. Ich denke, hier ist nicht ganz Free-to-Play, aber günstig. Sehr günstig unterwegs. Oh, GZ. Brime sollte ich wieder mit aufnehmen. Brime ist einer, den habe ich schon hin und wieder gelöscht bei anderen Servern. Brime, wie sieht es bei dir aus? Willst du weiterspielen? Willst du langfristig spielen oder nicht? Schreib mir das hier in den Text. Oder in die Kommentare. Ja, ansonsten zu deinem Char, Kampfmagier. Ja, ordentliches SA. Steinchen. Relativ aktuell. Hier würde ich denken, dass vielleicht so ein 100 da drin steckt und bloß vielleicht kleine Pakete so. Auf entspannt. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch mehr, je nachdem wie effektiv das gespielt wurde. Dann kommen wir zu Sanguin von den Shields. Ist vom Level her, glaube ich, der niedrigste in der aktuellen Players to Watch. Yep. Sanguin. Level 25 musst du erreichen. So schnell wie es geht. Damit du die Festung spielen kannst. Und dann hast du so viele neue Funktionen und Möglichkeiten. Ich wünsche dir, dass du das schnell erreichst. Dann kommen wir zur Tür. Tür haben wir schon gesehen. Auch ein guter Magier. Auch mit Goldrahmen. Ist, glaube ich, der zweite, den wir jetzt hier haben. Er hat zum Beispiel auch sehr gutes SA. Und er hier ist von den Items relativ... Nein. Jeder hat ein älteres Epic. WTF. Kann es sein, dass kein einziger Spieler in den Players to Watch im Epic-Event alle Items gefunden hat auf einem Sockel? Also zumindest zuletzt, bei der letzten Suche. Krass. Finde ich irgendwie sehr, sehr seltsam. Universe. Hat er was geschrieben? Ne, immer noch zum Spaß hier. Wie fühlt sich das an, Universe? Nachdem man so geballert hat, jetzt kann man sich da zurückhalten. Ich kann das, das ist schlecht. Also auf allen Servern, wo ich gespielt habe und gar nicht viel pilzen wollte, habe ich am Ende mehr Pilze ausgegeben. W50, W40 damals und auch dazwischen W46. Bis 260 oder so habe ich da ja gespielt. Ist jetzt nicht viel eigentlich, ne? Kann man nach ein paar Tagen schaffen, Kappa. Aber ich habe ja nicht Hardcore gepilzt, ja. Ich habe ja schon 1-2 Monate gespielt. Ja. Ist als Magier aber auch nicht so schlecht unterwegs, ne? Er ist anscheinend 60. sogar im Moment. Also, da sind ein paar Pilzchen auch drin. Nicht viele, aber sind ein paar Pilzchen drin. Und zum Schluss haben wir noch Suna. Suna auch Free-to-Play. Spieler. Volle Attribute Demon Hunter ist sie. Oder er, weiß ich ja nicht. Aber hat er auch gesagt, motiviert, also Norbert zum Beispiel und Suna, glaube ich, waren es. Also einige Free-to-Play haben gesagt, die wollen wirklich langfristig spielen. Und das ist natürlich dann eine Ansage, wo ich hoffe, dass die auch durchgesetzt wird. Es spricht überhaupt nichts dagegen im Moment hier. Dementsprechend hoffe ich, dass wir das in den nächsten Folgen auch noch sehen werden. Ja, super. Zum Abschluss kriegt ihr nochmal mein Char, Kredenz auf dem Silbertablett. Super Demon Hunter, ja, Sanduhren am Start. Fett.
Und ein Stärketränk, ja, den man natürlich braucht. Ich habe hier mein Daily Login, habe ich auch nicht genutzt tatsächlich. Weil ich... Nee, wieso eigentlich nicht? Ah, nee. Es ist schon jetzt Tag 5, als ich aufnehme. Tag 4 ist bei mir durchgeflutscht, deshalb ist er nicht dabei. Ja, es schleift. Es schleift auf dem Tag, ganz klar. So, das war's dann aber erstmal von mir mit der aktuellen Folge Players to Watch auf W51. Wir haben den Server, die Anhalte uns angeguckt, auch ein paar Gilden grob begutachtet und ja, mal sehen, was sich noch entwickelt auf dem Server. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, macht tschüss und servus.